Ein 82-Kilo-Pitbull hat eine Familie total umgehauen, als das Baby seine ersten Schritte gemacht hat. Die Reaktion dieses sanften Riesen wird euer Vertrauen in bedingungslose Liebe wiederherstellen. In dieser Geschichte hat das, was ein 82-Kilo-Pitbull getan hat, das Leben einer Familie für immer verändert. Dieser stille Held namens Bruno hat etwas völlig Unerwartetes getan, als die kleine Lena ihre allerersten Schritte gemacht hat. Und alle, die diesen Moment miterlebt haben, konnten ihre Tränen nicht zurückhalten. Aber der wahre Grund hinter Brunos Reaktion, das war der wirklich herzzerreißende Teil. Denn dieser massive Hund trug ein schmerzhaftes Geheimnis aus seiner Vergangenheit mit sich, von dem niemand wusste. Vor 3 Monaten war Bruno nur ein weiterer unerwünschter Pitbull im Tierheim. 82 Kilo pure Muskelmasse mit Narben auf der Brust, die Geschichten erzählten, die niemand hören wollte. Die Tierpfleger hatten die Hoffnung aufgegeben, er ist zu massiv, zu einschüchternd. Sie sagten, keine Familie wird ihn jemals wollen. Aber sie hatten keine Ahnung, dass das Schicksal eine völlig andere Geschichte schrieb. Als die Familie Müller Bruno zum ersten Mal hinter diesen kalten Metallstäben erblickte, erwachte etwas im Herzen dieses sanften Riesen. Lena, gerade mal 8 Monate alt, streckte ihre winzigen Fingerchen zu seinem enormen Kopf aus. Und in diesem kostbaren Moment geschah etwas wahrhaft Magisches. Bruno, dieser 82-Kilo-Koloss, blieb völlig still wie eine Statue und ließ zu, dass diese zarten kleinen Fingerchen seine vernarbte Nase berührten. Würde er zum Beschützer dieses zerbrechlichen kleinen Lebens werden? Oder würde sich seine schmerzhafte Vergangenheit als zu überwältigend erweisen? Wochenlang beobachtete Bruno Lena aus sicherer Entfernung. Jeden Morgen positionierte er sich genau 6 Schritte von ihrem Spielbereich entfernt und hielt gerade genug Abstand, um sicherzustellen, dass sein massiver Körper ihr nicht versehentlich schaden würde. Die Familie bemerkte diese bedachtsame Distanz. Nah genug, um sie zu bewachen, aber weit genug, um sie sicher zu halten. Der erste Durchbruch kam an einem stillen Dienstagmorgen. Lena hatte ihr Lieblingsspielzeug fallen gelassen, gerade außer Reichweite. Sie streckte ihre kleinen Ärmchen aus und machte diese süßen Babylaute, die eindeutig „Hilf mir" bedeuteten. Bruno machte einen vorsichtigen Schritt nach vorn und setzte jede Pfote bedacht auf. Sein enormer Kopf senkte sich langsam, sehr langsam, und sein sanftes Maul schaffte es, das winzige Spielzeug aufzuheben. Er legte es direkt vor Lena ab und trat dann zu seiner üblichen Schutzposition zurück. Die Familie schaute in verblüfftem Schweigen zu, ihre Augen voller Staunen. »Hat er wirklich gerade?«, flüsterte Lenas Mutter ungläubig. Aber der unglaublichste Teil dieser Geschichte fing gerade erst an. Wenn euch so herzerwärmende Geschichten berühren, vergesst bitte nicht zu abonnieren, denn was Bruno als nächstes tat, war wirklich außergewöhnlich. Das war nur der Beginn von Brunos Verwandlung von einem gefürchteten Riesen zu einem hingebungsvollen Wächter. Jeder Tag brachte neue Momente der Zärtlichkeit. Wenn Lena weinte, näherte sich Bruno ihrem Bettchen und machte die sanftesten Wimmernlaute, als würde er versuchen, sie mit seiner eigenen Stimme zu beruhigen. Wenn Besucher kamen, positionierte sich sein massiver Körper zwischen ihnen und Lena, nicht bedrohlich, sondern beschützend. Als Wochen zu Monaten wurden, blühte etwas Wunderschönes in Bruno auf. Etwas Stilles, aber Tiefgreifendes. Ein Samen namens Liebe schlug Wurzeln im Herzen dieses 82-Kilo-Riesen. Jeden Morgen, wenn das Sonnenlicht durch das Küchenfenster strömte, nahm Bruno seine Position neben Lenas Hochstuhl ein. Sein massiver Kopf ruhte sanft auf dem Boden. Diese seelenvollen braunen Augen verfolgten jeden Löffel, jedes Kichern, jeden kostbaren kleinen Meilenstein. Die Familie begann zu sehen, was das Tierheim übersehen hatte, dass unter diesen Kampfnarben das Herz eines wahren Beschützers lebte. Eine Seele, die darauf gewartet hatte, bedingungslos zu lieben. Was glaubt ihr denn, was in Brunos Vergangenheit passiert ist? Schreibt eure Gedanken in die Kommentare, denn hinter jeder Geschichte liegt eine weitere Geschichte. Lena war jetzt 10 Monate alt und hatte angefangen, sich an Möbeln hochzuziehen. Ihre kleinen Beine wurden jeden Tag stärker und Bruno konnte spüren, dass sich etwas Bedeutsames näherte. Seine Geduld vertiefte sich, seine Sanftheit wurde noch bemerkenswerter.
Nachbarn, die früher die Straßenseite wechselten, wenn sie Bruno erblickten, blieben jetzt stehen, um die zärtlichen Interaktionen zwischen dem massigen Pitbull und dem kleinen Mädchen zu beobachten. »Sowas habe ich noch nie gesehen«, sagte Frau Weber von nebenan. »Der Hund geht mit ihr um, als wäre sie aus dem zartesten Porzellan gemacht.« Dann kam der Tag, der alles testen würde, was Bruno über Liebe und Schutz gelernt hatte. Lena übte das Stehen, indem sie sich am Couchtisch festhielt und sich mit ihren pummeligen kleinen Händchen balancierte. Die Familie war gerade in der Küche um die Ecke beschäftigt, als plötzlich ein kleiner, scharfer, verängstigter Schrei durch das Haus hallte. Allen stockte der Atem. Dann kam das Geräusch von etwas Schwerem, das zu Boden krachte. Bruno zögerte keine Sekunde. Er bewegte sich wie der Blitz, sein 82-Kilo-Klopper von purem Instinkt getrieben, schnitt durch die Luft wie ein Geschoss. Was er im Wohnzimmer entdeckte, ließ sein Herz aussetzen. Lena war nach hinten gefallen, ihr winziger Kopf gefährlich nah an der rasiermesserscharfen Kante des Marmorkamins. Sie schluchzte, verängstigt, ihre kleinen Ärmchen streckten sich verzweifelt zur Decke. In diesem Leben- oder Todmoment offenbarte sich Brunos wahre Natur. Ohne zu zögern schob er seinen enormen Körper zwischen Lena und den Kamin und schuf ein weiches, schützendes Polster. Sein massiver Körper nahm den vollen Aufprall auf sich und Lenas Kopf landete sicher an seiner Brust, statt an der tödlichen Marmorspitze. Wenn euch dieser Moment bewegt, vergesst bitte nicht, den Daumen-hoch-Button zu drücken, denn wahres Heldentum kommt manchmal aus den überraschendsten Ecken. Als die Familie hereingerannt kam, fanden sie Bruno vor, wie er Lena mit seinen enormen Pfoten wiegte, seine zärtlichen Augen voller Sorge, sanft ihre Tränen wegschleckte. In jener Nacht, als sich Lena von ihrem Schreck erholte, geschah etwas noch nie Dagewesenes. Zum ersten Mal seit seiner Ankunft näherte sich Bruno Lenas Bettchen, ohne eingeladen zu werden. Er blickte auf das schlafende Baby, dann schaute er ihre Eltern an, als würde er um Erlaubnis bitten. Mit Tränen in den Augen nickten sie zustimmend. Bruno legte vorsichtig, sehr vorsichtig, seinen enormen Kopf neben Lenas winzige Hand, und im Schlaf schmiegten sich diese kleinen Fingerchen in sein weiches Fell. Diese Berührung, einfach und wortlos, verband zwei Welten. In diesem Moment erkannten wir, dass Bruno Lena nicht nur vor dem Sturz gerettet hatte, flüsterte Lenas Vater. Er rettete sich selbst vor einem Leben des Unerwünschtseins. Der nächste Morgen brachte das Wunder, auf das alle gewartet hatten. Sie begann langsam zu laufen, während Lena sich an ihrem Rücken festhielt. Dieser 82 Kilo Sanftmütige war jetzt ihr treuester Gefährte geworden. Von diesem Tag an gehen sie jeden Morgen zusammen spazieren. Was denkt ihr? Was wahres Heldentum ist? Körperliche Stärke oder ein liebendes Herz?